Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir relativ kurz uns nur angucken, was denn eigentlich Map Keys und Map Values sind. Und das sind zwei sehr nützliche, Methoden sozusagen, die ihr verwenden könnt, um alle eure Elemente in eurer Map zu verändern. Das heißt, was wir hier erstmal machen wollen, ist, wir nehmen das hier und eigentlich brauchen wir den nicht mehr. Wir lassen den raus. Wobei, nee, wir fangen einfach hier oben an und so. Okay. Und machen hier ein Printline rein, damit wir hier quasi einfach mal so ein bisschen Abstand haben, damit wir wissen, was alt ist und was neu ist. Genau. So. Und ja, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen Map Keys und Map Values verwenden. Und ja, das hat jetzt erstmal nichts mit Map an sich zu tun, mit diesem Datentyp Map, sondern es hat eher was mit der Funktion Map zu tun, okay? Das heißt, ihr erinnert euch hoffentlich noch an die Funktion Map, die wir auf Listen ausgeführt haben. Und die können wir jetzt auch bei Maps verwenden. Das heißt, wir sagen hier mymap.mapKeys. Zum Beispiel MapKeys ist wiederum eine Funktion, die unsere Schlüssel alle mappen möchte. Und ja, das ist eigentlich relativ einfach. Wir sagen hier MapKeys. Ups, das war die falsche Klammer. Das hier war die richtige Klammer. MapKeys. Und hier bekommen wir ein Paar. Das heißt, wir bekommen jedes Paar zur Verfügung innerhalb unserer Map. Wir bekommen nicht nur die Keys, ja, wir bekommen beides. Wir bekommen Paare und Values. Und wir können jetzt hier sagen, hey, wir wollen ganz gerne die Keys überschreiben. Wir überschreiben jeden einzelnen Schlüssel mit per.key. Ups, Key. Und dann sagen wir jetzt hier plus, keine Ahnung. Was sagen wir denn hier? Plus, okay, genau. Ja, machen wir so. Genau, so. Und was wir jetzt hier machen, ist, wir überschreiben einfach jeden einzelnen Key. Das heißt, wir sehen, wenn wir das ganze Ding ausgeben, das wäre dieser Printline-Befehl hier, dass dann in jedem unserer, ja, wir sollten es vielleicht noch speichern, mymap ist gleich mymap.mapKeys. Denn, ja, wie gesagt, MyMap ist erstmal immutable. Das heißt, dieser Datentyp hier ist immutable, der kann sich nicht verändern. Das heißt, wir können hier in der Map selber nichts verändern. Wir müssen es quasi zurückgeben und dann explizit sagen, wir wollen es hier reinspeichern. So, und hier sehen wir dann World, Hans, und Peter, ja. Das heißt, so können wir die Map-Funktion für Schlüssel aufrufen, also für den vorderen Teil, für den Teil hier, also für den String-Typ. Wenn wir den hinteren Teil benutzen wollen, können wir hier auch sagen, mymap ist gleich und die anderen Dinge, also hier oben bleibt bei MapKeys bleibt immer genau der Value derselbe, während bei MapValue ist immer noch der Key derselbe. Das heißt, wir sagen hier mymap.mapValues und zwar bekommen wir hier auch wieder ein Paar natürlich mit und hier können wir jetzt sagen, okay, wir wollen aber nur die Values auslesen, pair.value plus 42 natürlich. Wie hätte es anders sein können? So, und dann bekommen wir hier zurück World 84, weil es schon 42 war, Hans 45 und Peter 46, ja, weil wir einfach 42 drauf addiert haben. Das heißt, damit überschreiben wir unsere Values. Falls ihr irgendwann mal den Bedarf habt, da quasi irgendwas auf alle Werte drauf zu übernehmen. Das geht durchaus, ja. Und das ist eigentlich schon die einzige Besonderheit, die es an der Map-Funktion gibt. Ansonsten bleibt das natürlich, was ich euch das letzte Mal zur Map-Funktion gesagt habe. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.